und herzlich willkommen zur Videopodcast-Reihe Wissenschaft trifft Praxis. Unser Thema ist die digitale Bildung, was dahinter steckt, wie es funktioniert. Und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Dirk Iffenthaler von der Universität Mannheim. Unser Thema ist heute Learning Analytics, wie Learning Analytics im Bildungsprozess eingesetzt werden kann und welche Mehrwerte sich dadurch ergeben, welche Hemmschuhe und welche Gefahren sind natürlich ebenfalls unsere Themen. Hallo Herr Professor Dr. Dirk Iffenthaler. Schönen guten Tag zusammen. Herr Professor Iffenthaler, wo erreiche ich Sie jetzt gerade? Ich sitze daheim im Homeoffice, so wie die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen weltweit. Ich habe heute schon internationale Meetings gehabt mit Finnland, mit Australien. Somit bin ich genau richtig eingestellt für heute, für unseren Podcast. Prima, wunderbar. Sie sind an der Universität Mannheim, aber nicht nur dort halt tätig. Wofür steht die Universität Mannheim? Was ist so der Alleinstellungsmerkmal, den wir mit der Universität verbinden sollten? Ja, die Universität Mannheim ist entstanden aus einer Handelsschule im Südwesten in Deutschland und hat sich aber etabliert als wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Hochschule. Und hat sehr starke Partner im Industriebereich. Wir haben ja große Unternehmen in unserer Ecke dort im Rhein-Neckar-Kreis und neben diesen Industriepartnern haben wir natürlich auch international viele Wirtschaftspartner, die auch zu uns zum Beispiel zu Executive Education Studiengängen ihre Manager schicken. Somit haben wir einen starken Forschungsoutput auf der einen Seite, befinden uns aber auch im Weiterbildungssektor auf der anderen Seite. Ja, Sie beschäftigen sich ja mit dem Thema Learning Analytics und das schon eine ganze Weile. Ist das mittlerweile ein Fulltime-Job oder sind Sie auch noch mit anderen anverwandten Themen beschäftigt? Ja, das Thema hat mich eigentlich zunächst Anfang der 2000er berührt, als die sogenannten Learning Management Systeme entwickelt wurden. Und ich habe mich gefragt, ja, was passiert denn in diesen Datenbanken dieser Learning Management Systeme? Und habe da mal reingeschaut und habe dann gleich festgestellt, das war 2001 die erste Version, mit der ich da gearbeitet habe, da sind ja wertvolle Informationen über meine Studierenden mit dabei und habe dann versucht, diese Informationen weiter zu bearbeiten. Was man gesehen hat, ist tatsächlich, dass diese Informationen hilfreich sein können, um zu verstehen, warum benutzen die Studierenden die Materialien zum Beispiel nicht oder wie interagieren die Studierenden. Beziehungsweise gibt es Studierende, die gar nicht auf diese Materialien zugreifen. Und so hat sich das Thema weiterentwickelt und ich würde sagen, seit den letzten 7, 8 Jahren ist es tatsächlich fast 90% Forschungsbereich aus meinem ganzen Forschungswirken geworden. Das heißt, das Thema ist sehr mächtig geworden. 2012 auch mit den unterschiedlichen Massive Open Online Courses, die natürlich noch mehr Daten abgeworfen haben, konnte man plötzlich mit vielen Bildungsdaten arbeiten, die man davor nicht zur Verfügung hatte. Und somit würde ich schon fast sagen, es ist nahezu ein Fulltime-Job. Aber nicht nur in Deutschland, nicht nur in Mannheim, Sie sind auch in Australien, sind Sie auch verortet und forschen auch dort. In welchem Zusammenhang sind Sie dort unterwegs? Ja, in Australien bin ich, da habe ich auch lange geforscht. Also ich war ja auch Fulltime in Australien, bin ja dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und nach wie vor bin ich dort als Professor tätig an der Curtin University und habe dort den UNESCO Deputy Chair for Data Science in Higher Education, Learning and Teaching inne. Da geht es tatsächlich auch um Datenanalysen für die Verbesserung und für die Optimierung von Lernprozessen an Universitäten. Ganz stark im Vordergrund dort, weil das Thema Learning Analytics dort eben auch schon seit 10 Jahren wirklich ein großer Forschungsbereich ist und man nach wie vor dort auch eine der führenden Nationen aus meiner Sicht ist und deshalb ist es umso besser, dort auch mit am Ball zu sein und natürlich auch die neuesten Erkenntnisse von Australien wiederum mit nach Europa, nach Deutschland zu nehmen und das auszuweiten, nicht nur in der Hochschullandschaft, sondern natürlich auch auf die Unternehmenskontexte. Ja, in Ihren wissenschaftlichen Tätigkeiten ist mir aufgefallen, dass Sie auch an einer Universität aktiv waren, die in aller Munde ist, die wir alle sehr gut kennen, Wuhan. In welchem Zusammenhang waren Sie dort in China? Ja, wir haben dort einen Forschungsaustausch mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft gemacht in Wuhan.
und sind immer noch dort tätig, auch mit Forschungskooperationen. Wir haben gerade ein Buch rausgebracht, welches auf dieser Forschungskooperation basiert. Da geht es um Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz in Bildungsprozessen. Das war ein sehr großes Symposium, was wir dort organisiert hatten für chinesische und deutsche Wissenschaftler im Austausch eben um die aktuellen Entwicklungen um künstliche Intelligenz. Und dort sind wir auch rege noch im Austausch und haben die Forschungskooperation nicht auf Eis gelegt, sondern haben eher noch eins nachgelegt und werden in den nächsten Jahren, so ist die Planung, Doktoranden und Postdoktoranden zwischen China und Deutschland hin und her schicken, an unterschiedlichen Universitäten in Deutschland verortet und dadurch eben diesen Forschungsgewinn, der teilweise in China vorhanden ist, der nicht in Deutschland vorhanden ist und auch andersrum natürlich eben stärker zusammenzubringen. Ja, auf das Thema KI würde ich gerne noch eingehen. Das korrespondiert ja auch sehr, sehr stark mit Learning Analytics. Aber zunächst einmal für unsere Zuschauer, dass wir einmal halt aufräumen mit diesem Begriff Learning Analytics. Was steckt dahinter? Wie definiere ich das selber? Sie haben 20 Jahre sich bereits mit diesem Thema beschäftigt. Welche Definition würden Sie uns anbieten? Also vor 20 Jahren gab es den Begriff Learning Analytics natürlich noch nicht. Der Begriff ist vielleicht so 2009, 2010 entstanden, in ganz kleinen Nischenbereichen und hat sich aber dann seit 2012, 2013 wirklich etabliert, ist aber ganz oft falsch verstanden worden. Warum falsch verstanden? Weil Learning Analytics wirklich eine holistische Perspektive auf Lehr-Lernprozesse eigentlich zielt und aus dieser holistischen Perspektive wirklich das Lernen im Vordergrund steht. Man hat früh erkannt, dass man natürlich mit Bildungsdaten, die vorhanden sind, egal in welcher Institution, sei es in der Schule, sei es in der Hochschule, sei es aber auch irgendwo im Unternehmen, dass man damit auch Gewinne betreiben kann für die Stakeholder, die involviert sind. Aber Learning Analytics an sich ist tatsächlich eine Verwendung von statischen Daten und von dynamischen Daten, die in Lernprozessen entstehen, für die Modellierung und für die Optimierung von diesen der Lernprozessen, aber auch von Curricula, wenn wir im formalen Kontext sprechen, aber natürlich auch von informellen Bildungsprozessen, wenn wir im informellen Lernkontext sprechen. Dafür wird der Kontext verwendet, der auch viele Daten natürlich aufbereitet bzw. zur Verfügung stellt, die aber eben nicht immer direkt verfügbar sind. Das heißt, ich als Lernender würde wahrscheinlich erstmal nicht preisgeben, wo meine Schwächen liegen. Aber man versucht natürlich auch im Learning Analytics System genau diese Daten zu sammeln, damit man besser die Optimierung natürlich bereitstellen kann. Also Lernen steht im Vordergrund von Learning Analytics und für die Optimierung des Lernens braucht man eben viele Daten. Das wäre so ein Hintergrund. Sie können sich das vorstellen wie in der Schule. Die Lehrperson im Klassenzimmer, die sammelt viele Daten über den Tag hinweg, hat aber auch schon viele Daten im Klassenbuch oder in den Notenlisten stehen. Und all diese Informationen werden zusammengebracht, um individuell dem Schüler A, B oder C Lernaufgaben aufzubereiten und dort den Lernprozess eben optimal zu unterstützen. Und genau das wollen wir auch mit Learning Analytics tun. Aber die Lehrperson im Klassenzimmer weiß auch, wann sie sich zurückziehen soll und eben nicht stärker unterstützen soll, sondern den Lernprozess für sich erstmal weiterentwickeln lassen kann. Und das soll Learning Analytics genauso. Das heißt, wir wollen erkennen über wiederum künstliche Intelligenz, also Algorithmen, wann wir diese Unterstützungsmaßnahmen, diese Optimierung auch wieder zurückziehen im Lernprozess und dem Lernen selbst überlassen, autonom zu lernen, beziehungsweise selbst steuern zu können. Jetzt brauche ich wieder Hilfe, gib mir bitte wieder was. Also das sind genau die Knackpunkte, die Learning Analytics aktuell im Forschungskontext auch ja, letztendlich zu bewältigen versucht. Das heißt also, wann können wir stark die Lernprozesse optimieren, indem wir was adaptieren, also dem Lernenden was geben, was er gerade benötigt, was wir aus den Daten herauslesen können. Und wann müssen wir uns zurücknehmen, damit personalisiert der Lernprozess weitergehen kann. Das heißt also, ich bestimme selbst als Lernender, wann ich was benötige. Können Sie uns neben der Grundlagenforschung auch Beispiele nennen aus der Handlungs- und Verwendungsforschung oder aus der angewandten Forschung, wo Erkenntnisse im Bildungsprozess konkret praktisch genutzt werden können zurzeit bereits? Ja, also es gibt natürlich viele Anwendungsfelder, hauptsächlich eben aus dem Hochschulforschungsbereich und aus dem Hochschulanwendungsbereich.
Dort haben wir Anwendungsfelder eben zur Unterstützung von einzelnen Kursen, von der Weiterentwicklung von Organisationen. Das hat eigentlich angefangen im Rahmen der Unterstützung von oder Erkennung von Risikostudierenden. Das heißt also Studierende, die Gefahr haben, das Studium abzubrechen. Das ist eigentlich so der Ursprung gewesen, der Learninglytics mit sich brachte. Das heißt, man hat Indikatoren gefunden, beziehungsweise dann eben auch identifiziert, die ganz klar sagen, dort wäre ein Studierender jetzt in Gefahr, das Studium abzubrechen. Wenn ich mich also über mehrere Wochen nicht einlogge im Learning Management System und keine Leistungen abgebe, das sind ja auch klassische Indikatoren, die da eben in diese Risikogruppe mit reinspielen. Das ist was sehr rudimentär. Wie gesagt, wir sprechen da 2010er Jahre an. Das hat sich eben mittlerweile weiterentwickelt im Rahmen von adaptiver Unterstützung, wo tatsächlich selbstreguliertes Lernen, motivationale Konstrukte im Vordergrund stehen. Das heißt, ich fühle mich heute nicht gut. Wie könnte meine Lernmotivation gesteigert werden, damit ich dann eben auch wieder stark mich engagieren kann im Lernprozess? Oder würde es mir helfen, wenn mir jemand zur Seite steht und ein Gespräch führt, wie wir gerade jetzt? Und dadurch einfach eine soziale Interaktion entsteht, die mich wieder motiviert und mich wieder sozusagen auf die Spur bringt des Lernens. Das sind Dinge, die gerade auch im Hochschulkontext sehr stark zum Einsatz kommen aktuell. Also neben der Identifikation von Problemfällen bis hin dann eben zur wirklich aktiven Unterstützung. Was wir nicht haben, ist, dass das schon in den Unternehmen angekommen ist. Also da sind wir noch etwas davon entfernt. Ja? Aber natürlich diese Anwendungsfelder, die ich jetzt so skizziert hatte, können durchaus auch im Unternehmenskontext natürlich wirksam werden. Ich bin bei der Vorbereitung auf unser heutiges Thema, bin ich auf eine Learning Analytics App gestoßen, die Sie entwickelt haben. Was steckt dahinter? Ja, wir hatten im Rahmen von einem Forschungsprojekt über 2 Jahre aus dem Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg gefördert, eine mobile App gebaut, die Lernortkooperation festigen bzw. auch fördern soll. Das heißt, im dualen Ausbildungskontext sind unsere Lernenden natürlich zum einen in der Schule, zum anderen in Unternehmen, in Betrieben. Eine Problematik der Lernortkooperation ist immer, dass das, was im Unternehmen gearbeitet wird, nicht in der Schule ankommt und auch auf die andere Seite hinweg. Das heißt, die Idee der App war tatsächlich, dass wir das zusammenbringen, dass also die Lehrperson in der Schule zum Beispiel über Probleme im Unternehmen, also Probleme der Kompetenz, ja, Bescheid weiß und das aufgreifen kann im Unterricht und dadurch den Unterricht adaptieren kann. Das ist eine große Hilfe gewesen in unseren Studien, die wir durchgeführt haben für die Lehrperson, damit sie auch authentische Fälle hatte im Klassenzimmer und sagen konnte, ja, bei Unternehmen X, unter dem Deckmantel des Datenschutzes natürlich, gibt es gerade die und die Fragestellungen. Wie könnte man jetzt diese Fragestellung lösen? Ja, also wirklich problemorientiert und im authentischen Fall an einem Unternehmen. Nehmen Sie einfach einen Kfz-Mechatroniker, der eben jetzt neue Steuersysteme irgendwie prüfen muss und diese neuen Signalgeber, die man jetzt erst kennenlernen muss, etc. etc. Aber auch in die andere Richtung. Was wird gerade im Unterricht gemacht? Und das ist für die Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter in den Unternehmen sehr spannend, um darauf aufzubauen, zu sagen, aha, gut, jetzt weiß ich, woher der Wortschatz des Schülers oder des Auszubildenden plötzlich kommt. Das wird gerade im Unterricht gemacht. Und diese Lernkooperationen konnten wir feststellen, steigert die Motivation nicht nur bei den Auszubildenden, aber auch dann bei den Lehrenden und im Unternehmen bei den Ausbildungsleitern. Also wirklich eine spannende Kombination, die dann eben auch so Problemfälle abfangen kann. Also auch da wiederum wirklich eine Hilfestellung mit ganz einfachen Mitteln, die wirklich sehr effektiv umgesetzt werden kann. Sie hatten gerade ein entscheidendes Stichwort genannt, gerade auch beim Einsatz in der betrieblichen Bildung, der Datenschutz. Die Akteure in den Unternehmen, die sich mit der Digitalisierung der betrieblichen Bildung beschäftigen, desto größer die Unternehmen, desto mehr Unternehmen ab 5000 Mitarbeiter setzen überwiegend 20 bis 30 oder noch mehr Prozent digitale Lernformate halt ein. Haben wir immer diese Situation, dass da so eine Art vorauseilende
Befürchtung ist, Learning Analytics, das gehört zu der dunklen Seite der Macht. Das ist etwas, da sollten wir erst gar nicht uns mit beschäftigen. Spätestens der Betriebsrat wird das dann halt wieder einfangen. Die Frage ist Learning Analytics auch vorstellbar anonymisiert, sodass auch der Betriebsrat, der ja auch nach der nationalen Weiterbildungsstrategie ein weiterbildungsförderndes Mandat hat, dass der Betriebsrat auch über diese Brücke gehen kann, Learning Analytics einzusetzen für die Beschäftigten. Ja, unbedingt. Also ganz klar, gesetzliche Vorgabe, eines der mächtigsten Vorgaben ist natürlich die EU-Datenschutzgrundverordnung, die wir seit 2018 ja letztendlich befolgen und alle auch kennen. Da kann man im Rahmen von Learning Analytics auch ganz deutlich sagen, dass wir da diese sogenannte Opt-in-Option haben. Das heißt, ich als Lernender, als Lernender im Unternehmen würde erstmal zustimmen müssen, damit überhaupt meine Daten verwendet werden für Learning Analytics. Wenn ich nicht zustimme, werden diese Daten auch nicht verwendet. Jetzt haben wir aber nicht nur den Datenschutz als Problem, sondern auch das ethische Grundverständnis als Problem. Das heißt, wenn ich nicht zustimme, dann werde ich auch diese Unterstützung nicht erhalten. Das heißt, ich würde wahrscheinlich auch irgendwo hinterherhinken in meiner Kompetenzentwicklung, weil die anderen, die zustimmen, natürlich auch diese Unterstützungsmöglichkeiten angeboten bekommen, versus ich, der sagt, nein, meine Daten bekommt er nicht, würde eben diese Unterstützung nicht erhalten. Und dadurch entsteht natürlich auch so ein ethisches Dilemma. Soll ich zustimmen, aber ich will gar nicht meine Daten preisgeben? Das heißt also, wir nennen das im Forschungskontext, dazu haben wir auch mehrere Studien gemacht, den sogenannten Privacy Calculus. Also ich mache eine Kalkulation, positiv und negativ motivierte Argumente, die dann dazu mich bewegen, meine Daten preiszugeben oder auch nicht preiszugeben. Das gilt nicht nur für Learning Analytics, das gilt auch in jedem anderen Bereich. Ja? Wenn Sie Social Media verwenden, will ich diesen Messenger benutzen oder nicht? Wenn der zu viele Daten von mir abgreift, dann will ich ihn vielleicht eher nicht. Aber meine anderen Freunde haben alle den Messenger, also benutze ich ihn doch, ja, obwohl ich eigentlich meine Daten nicht preisgeben möchte diesem Unternehmen, welches dann die Daten weiterverkauft. Und genauso ist es mit Learning Analytics auch. Das heißt also, sind die Benefits, die Vorteile, die ich daraus ziehen kann, größer für mich, gewinnbringend, als so diese Einschränkungen, die ich vielleicht habe, wenn ich meine Daten preisgebe. Und aus diesem Calculus heraus wird dann die Entscheidung letztendlich getroffen. Das heißt, die Unternehmen und auch die Betriebsräte sollten versuchen, wenn Learning Analytics eingesetzt wird, holistisch im Unternehmen selbst, auch transparent zu machen, was passiert mit den Daten? Wer hat Zugriff auf die Daten? Welche Daten werden überhaupt gespeichert? Wie lange werden die gespeichert? Und zu welchem Zweck werden die gespeichert? Und wenn diese Transparenz vorherrscht, dann wird natürlich dieser Privacy Calculus ganz anders ausfallen, als wenn das alles irgendwo verschwiegen ist. Ich weiß nicht, wo die Daten liegen, ich weiß nicht, wer darauf zugreifen kann, und ich weiß auch nicht, wie lange da irgendwie diese Daten irgendwie vorhanden sind, beziehungsweise wohin die noch weiter verkauft werden. Ja, bekommt meine Krankenversicherung auch diese Daten? Fragezeichen. Also auch das sind natürlich Dinge und Aspekte, die eben in der Transparenz dann letztendlich auch die Entscheidung des Datenschutzes sehr stark beeinflussen und daraus natürlich dann auch ganz anders mit diesem Thema umgegangen wird. Dann ist es plötzlich nicht mehr dieses nebulöse System, was mir vielleicht irgendwie bei meinem lebenslangen Lernen helfen kann, sondern ist es dann tatsächlich auch Transparenz, was kann es und wo sind die Grenzen und was kann es eben nicht. Also einfach entmystifizieren. Total, genau. Bevor wir gerade nochmal zu diesem Spannungsfeld KI und Learning Analytics kommen in der betrieblichen Bildung, würde ich gerne nochmal einen kurzen internationalen Ausflug machen, gerade weil Sie ja auch international an mehreren Standorten ja auch geforscht haben und forschen und auch den Überblick über die aktuellen Studien halt haben. Wo stehen wir hier in Deutschland gegenüber den internationalen Entwicklungen bei Learning Analytics? Wenn wir uns KI angucken, dann sehen wir ja, wir haben eine nationale Weiterbildungsstrategie und die Politik bereitet sich darauf vor, dass wir in der 3. oder 4. oder 5. Welle halt international groß aufholen werden sollen. Wie sieht es bei Learning Analytics aus? Wo sind die großen Kompetenzcluster? Sind die auch im pazifisch-asiatischen Raum und im amerikanischen Raum verortet? Ja, kann ich zustimmen. Also wir haben in den letzten 2 Jahren ein Forschungsprojekt gefördert bekommen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, was genau das rausfinden sollte. Wir sollten Handlungsempfehlungen ableiten für Learning Analytics für deutsche Hochschulen.
und haben auf der Grundlage dieses Forschungsprojektes ein internationales Review gemacht über 6.000 Publikationen zum Bereich Learning Analytics zwischen 2013 und heute. Und aus diesen 6.000 Publikationen konnten wir dann auch ganz explizit Handlungsempfehlungen ableiten für Deutschland. Aber eben die internationale Forschungslandschaft ist tatsächlich sehr stark konzentriert auf USA, auf Großbritannien und auf Australien. Das sind so die Ursprünge von Learning Analytics tatsächlich. Und da muss man sagen, wiederum sehr stark konzentriert im Hochschulbereich, weil eben dort viele Daten schon vorhanden sind, weil man die Learning Management Systeme schon seit 20 Jahren hat, weil man Student Relationship Management Systeme hat und letztendlich die ganzen Alumni-Daten sammelt. Das heißt, man hat hier eine unglaublich große Datengrundlage, die verwendet werden kann für Learning Analytics und die hilfreich sind. Im Unternehmenskontext, aber auch im Schulkontext sieht es ganz anders aus. Dort haben wir viel weniger Studien, die zu diesem Bereich umgesetzt werden, weil die Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Unternehmenskontext zu Learning Analytics eben noch sehr stark hinterherhinkt. Und dadurch haben wir natürlich auch wenig Evidenz erzeugt aus empirischer Sicht tatsächlich, dass wir auch im Unternehmenskontext mit Learning Analytics Wirkungen erzeugen können, im formellen, aber auch im informellen Kontext. Das heißt also, da braucht es noch viel Arbeit. Das ist das internationale Bild. Wenn man jetzt das Ganze auf Deutschland konzentriert, haben wir im Hochschulbereich durchaus gerade so in den letzten 2 Jahren gesehen, dass es dort sehr stark auch im Vordergrund steht. Wir haben gerade jetzt auch wieder eine Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die sich in diesem Bereich orientiert, zu Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz. Es gibt ja auch den sogenannten KI-Campus, der Weiterbildungsangebote in nächster Zeit zur Verfügung stellen wird im Bereich KI in ganz unterschiedlichen Anwendungsfeldern. Und das sind alles positive Entwicklungen, wo man sieht, dass Learning Analytics in Deutschland ankommt. Aber es kommt eben erst an. Das heißt, man fängt jetzt an, damit umzugehen und hat da genau die gleichen Hürden, wie man die auch international kennt. Also das heißt, unterschiedliche Fachdisziplinen müssen zusammenarbeiten. Wir brauchen Leute aus der Pädagogik, wir brauchen Leute aus der Psychologie, wir brauchen aber auch Leute aus Data Science und Informatik, um all das zusammenzubringen, was das Grundverständnis ist. Wir brauchen aber auch Leute, die aus der Ethikforschung kommen und Juristen, die natürlich da mithelfen. Und wenn wir das alles bündeln im Unternehmen, dann werden wir gleich natürlich an diese Grenzen stoßen, weil die Unternehmen eben all das nicht aufbringen können. Das heißt, dazu braucht es, und das ist auch eine unserer Handlungsempfehlungen, nationale Boards. Das heißt, ein Learning Analytics Community, die tatsächlich dann auch mit Unternehmensvertretern diskutieren kann und dort vielleicht auch Blaupausen entwickeln kann für bestimmte Unternehmensgrößen und Anwendungsfelder, die dann Learning Analytics besser einführen können in diesen Unternehmen, die interessiert sind. Ganz klar, das ist ja eine freiwillige Aktion. Aber so wie wir aus den Studien heraus kennen, jetzt aus diesen 6.000, die wir gesichtet haben, zeigen Learning Analytics tatsächlich auch Wirkung. Also sie unterstützen tatsächlich Lernprozesse, optimieren auch die Curricula der Anbieter und können eben dadurch effektiver letztendlich auch höhere Qualität des Lernens anbieten. Ja, gerade beim Thema KI scheint es mir aber eher so zu sein, dass das BMBF da mit der betrieblichen Bildung ein bisschen so einen toten Winkel noch hat, weil die KI-Forschung und auch das KI-Campus, was Sie ja auch erwähnen, das zielt ja auch mehr auf die Hochschullehre und das sind ja auch die Akteure, die sich da in dem Bereich bereits sehr stark profiliert haben. Und die weiteren KI-Forschungen, wenn wir uns an adaptive Lernsysteme hatten Sie ja angesprochen, Professor Kühnberger in Osnabrück forscht ja auch zu diesem Thema im Bereich Hochschullehre. Auch wenn Sie Professor Ewert in der Leibniz-Universität Hannover nehmen, Videoeinsatz und KI in der Hochschullehre haben wir es wieder. Und wenn wir uns die Strukturen angucken und vergleichen, gerade in Europa, dann sehen wir halt auch, dass in den skandinavischen Ländern es nationale Strategien gibt. Ne? Hier haben wir jetzt zwar seit August letzten Jahres eine nationale Weiterbildungsstrategie, aber letztendlich, wenn man sich das Papier anguckt, dann handelt es sich um ein Positionspapier von 2 Ministerien gemeinsam mit Vertretern der Sozialverbände. Also da haben wir sicher in Deutschland auch eine kleine Sondersituation.
Aber wenn wir halt in die betriebliche Bildung reinschauen, dann haben wir halt beim BMBF das zugeordnete Institut, das BIP, das Bundesinstitut für berufliche Bildung. Und das Institut hat ungefähr 750 Mitarbeiter und die haben vor einigen Jahren ihre Weiterbildungsabteilung ganz aufgelöst, weil sie halt händeringend sehr viel zu tun haben mit unserem dualen Ausbildungssystem, nämlich mit der Anpassung durch die Globalisierung und durch die Digitalisierung der ganzen Berufe und Ausbildungszusammenhänge. Und da sind sicher auch die meisten Forschungs- und Entwicklungsprojekte dann verortet. Aber wenn wir in die Betriebe reinschauen, Herr Professor Iffenthaler, dann können wir ja erkennen, dass die Unternehmen ja durch die Personalabteilungen getrieben, ja immer mehr Systematisierungsversuche unternehmen, halt Kompetenzbedarfe halt digital erkennen zu können und halt digital unterstützt Kompetenzentwicklungen halt zu stärken. Und in dem Zusammenhang ist der Bedarf mit Sicherheit, Learning Analytics einzusetzen, immens hoch. Auf der anderen Seite haben wir halt in der Betrachtung der betrieblichen Bildung ja immer noch ein sehr, sehr klassisches Bild von Weiterbildung. Die Zuständige in unserem Land sind ja nun mal halt die IHKs dafür, was zertifizierte Weiterbildung halt angeht. Aber in den Betrieben ist das Bewusstsein immer größer geworden, insbesondere durch die Digitalisierung, dass der überwiegende Teil der Kompetenzentwicklung eigentlich im informellen Lernprozessen stattfindet. Kann da uns Learning Analytics auch weiterhelfen? Ja, also wenn wir tatsächlich in den Unternehmen Sie sprechen das letztendlich durch die Blume an, die Lernkultur auch im Vordergrund sieht und lebenslanges Lernen als Lernkultur tatsächlich angekommen ist im Betrieb und im Unternehmen und diese Kompetenzentwicklung als lebenslanger Prozess auch gesehen wird und wenn eben neue Projekte im Unternehmen gestartet werden, dass da dann eben Kompetenzlücken entstehen, ist ja ganz natürlich. Aber die kann man eben schließen durch diesen Lernprozess, durch diese Weiterbildung. Die kann man aber eben nicht immer durch irgendwelche klassischen weiterbildungsformelle Schulungen letztendlich schließen, sondern man braucht die vielleicht auch im Prozess, wird man diese Lücken schließen, indem man einfach gemeinsam lernt und gemeinsam Probleme versucht zu lösen und dadurch dann eben auch wieder die Wissensbasis des Unternehmens erweitert und auch wieder als Multiplikator natürlich für die Branche vielleicht auch wirken kann. Das heißt, es sind also ganz neue Lernszenarien, die sich entwickeln, die aber erstmal etabliert werden müssen. Und etablieren heißt, Lernkultur zu schaffen in den Unternehmen. Und das ist genau die Richtung, in die letztendlich dieser Veränderungsprozess der lernenden Organisation auch gehen sollte. Sprich also, wir versuchen diesen Change-Prozess tatsächlich auch umzusetzen, die Lernkultur als Mindset in den Unternehmen auch zu etablieren und dadurch natürlich als eine Unterstützung Learning Analytics einzusetzen und zu sagen, wir haben Möglichkeiten, Daten zu verwenden, um diese Kompetenzentwicklung auch zu entwickeln. Ich weiß ja nicht, was mein Mitarbeiter X vielleicht auch in seiner Freizeit macht und der kennt sich vielleicht unglaublich gut mit Java-Programmierung aus und jetzt brauchen wir im neuen Projekt jemand, der Java programmieren kann, aber die Programmierer sind teuer oder sind gar nicht verfügbar aktuell auf dem Markt. Wenn ich aber jetzt wüsste, dass der Kollege da in seiner Freizeit Applikationen programmiert, dann könnte ich ja genau diese Kompetenz aufgreifen. Und das wäre dann eben auch wieder ein Datum, was in Learning Analytics als Expertise, was jetzt nicht direkt zur Job Description gehört, verwendet werden kann, sondern eben darüber hinaus. Und aus diesen Daten kann ich mir dann wieder neue Wege des Lernens oder der Multiplikation innerhalb des informellen Lernprozesses auch vorstellen. Das ist nur ein Beispiel. Oder eben ich verknüpfe eben unterschiedliche Personen miteinander oder ich suche eben in einem Chatbot über Natural Language Processing bestimmte Begriffe und bekomme dann eben neue Materialien, neue Informationen über Open Education Resources vielleicht auch, die ich verwenden kann und kann die wiederum teilen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Genau das sind Systeme, die im Unternehmen an sich dann informelle Lernprozesse unterstützen können, die ganz klar Learning Analytics natürlich auch als Überschrift haben, die sicherlich ganz anders funktionieren als in der Universität, wo wir sehr stark formalisierte Lernprozesse haben.
Aber genau dahin geht ja auch unser Forschungsbereich, den wir in Mannheim mit meiner Forschergruppe durchführen, dass wir genau stärker eben in diese Richtung gehen. Wie können wir mit Algorithmen diese informellen Lernprozesse auch unterstützen und entsprechend auch dadurch eben diese Lernkultur, diese Change-Management-Prozesse in den Unternehmen fördern. Ähm, Das Wort, den Begriff künstliche Intelligenz haben wir jetzt wiederholt mit dem Thema Learning Analytics in Zusammenhang gebracht und da gehört es natürlich auch hin. Welchen Eindruck haben Sie allgemein bei dem jetzigen Status von künstlicher Intelligenz und betriebliche Bildung? Sie hatten Lernbots, hatten Sie auch schon angesprochen gehabt. Es sind sehr, sehr viele Heilserwartungen, sehr große Sehnsüchte nach Vereinfachung, was uns die künstliche Intelligenz abnehmen kann. Wo sehen Sie jetzt halt zurzeit, welchen Reifegrad sehen Sie jetzt in der künstlichen Intelligenz, in der betrieblichen Bildung und welches Potenzial sehen Sie dort? Also wir sind sicherlich weit weg von der Marktreife und Marktfähigkeit, wie zum Beispiel mit einer Office-Anwendung wie eine Tabellenkalkulation. Also da sind wir noch nicht. Wir haben Ansätze im Forschungs- und Entwicklungsbereich, die aber jetzt nicht off-the-shelf verwendet werden können. Da werden eben, wie Sie sagen, vielleicht auch Heilversprechungen gerade gemacht. Wir haben aber noch gar keine Forschungserkenntnisse auch dazu, was längerfristige Effekte und auch die Usability von solchen Systemen anbelangt. Dazu kommen natürlich auch wieder, das hatten wir auch schon diskutiert, die Datenschutzaspekte mit rein, die dann vielleicht auch eben weitere Entwicklungsmöglichkeiten oder auch Change-Prozesse in den Unternehmen auch hindern. Das heißt also, wir haben hier viele Baustellen, die zu bearbeiten sind, die gleichzeitig zu bearbeiten sind, die natürlich auch diesen Veränderungsprozess wiederum verlangsamen. Das heißt, viele Unternehmen wollen da rein und wollen auch alle Möglichkeiten ausnutzen, werden aber dann wieder auch über unterschiedliche andere Prozesse ausgebremst. Nichtsdestotrotz, es gibt Insellösungen und diese Insellösungen funktionieren. Und darauf sollte man aufbauen. So haben sich mittlerweile auch alle anderen Forschungsbereiche und die neuesten Entwicklungen in der Technologie auch durchgesetzt. Das heißt, es gibt eben bestimmte Bereiche, die erstmal im Kleinen entwickelt werden und dann eben immer größer und mächtiger werden, indem auch die Effizienz dann natürlich auch gesteigert werden kann. Aber ja, wenn man damit mit diesem Thema Learning Analytics und KI und Algorithmen agieren möchte, dann braucht man einfach auch einen gewissen Mut und eine gewisse Risikobereitschaft, was vielleicht auch viele gar nicht haben, um da einzusteigen und dadurch dann über diese Risk Investments dann vielleicht auch die Benefits herauszuziehen und einen größeren Return zu erreichen, der vielleicht eben, wenn man sich gar nicht darum bemüht, vielleicht gar nicht irgendwie irgendwann mal erscheinen würde. Ja, die Universität Mannheim ist ja eine sehr unternehmensnahe Universität. SAP sitzt dort, BASF sitzt dort, auch andere Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wenn Sie sich jetzt ein Forschungsfeld wünschen könnten für die betriebliche Bildung und es wären jetzt halt Forschungsmittel unlimited möglich, was wäre das wichtigste Feld, was Sie zu Learning Analytics gerne erforschen würden für die praktische Anwendung in den Unternehmen? Ja, ganz klar. Also die Unterstützung der individuellen Weiterentwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters, nicht nur jetzt auf die Kompetenzentwicklung, was man tatsächlich am Arbeitsplatz benötigt, sondern ein allgemeines Wohlbefinden. Das heißt also, auch das psychische Wohlbefinden am Arbeitsplatz ist unglaublich wichtig. Ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte mich entsprechend auch flexibel in meinem Arbeitssetting natürlich auch bewegen können. Und dadurch kann auch natürlich Learning Analytics sehr stark im Vordergrund helfen sein, wenn ich mich jetzt unsicher fühle, um dort letztendlich Unterstützung zu erhalten. Also das heißt also, wie könnte ich meinen Tag einrichten, wie könnte ich meinen Tag weiterentwickeln, damit ich das Bestmögliche herausbekomme und vielleicht eben auch noch ein bisschen an meiner Kompetenz weiterarbeiten kann. Das wäre sicherlich ein Forschungsbereich, der eben auch wieder dieses holistische Bild der Person an sich in den Vordergrund rückt. Ja, wir haben unterschiedliche Dispositionen. Jeder ist für sich selbst eine Person und ein Individuum und das muss eben auch so betrachtet werden. Wir können nicht alle Mitarbeiter, 100.000 im Unternehmen, über einen Kamm scheren. Das geht nicht. Das heißt also, da wirklich das Individuum in den Vordergrund stellen, das individuelle Lernen in den Vordergrund stellen und die individuellen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und das zusammenzubringen
um das optimale Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu erreichen. Das wäre natürlich sicherlich eine große Herausforderung für ein Forschungsprojekt, aber Sie haben ja unendlich viel Geld gegeben, somit sollte das auch lösbar sein. Ja, also eher selbstgesteuertes Lernen als selbstverantwortliches Lernen, ein Begriff, der ja gerne verwendet wird, um den Lerner einfach so ein schnödes WBT zu sagen, du bist selbstverantwortlich für den Lerntransfer. Vielen Dank, Herr Professor Iffenthaler, für unser Gespräch. Wir sehen uns ja dann halt live im Herbst bei der Summit Tour. Und vielen Dank für dieses Gespräch. Für alle, die uns jetzt hier verfolgt haben, dieses Gespräch, Sie können auch gerne im Nachgang noch Fragen stellen. Hier wird die Möglichkeit noch eingeblendet und wir werden halt Fragen sammeln. Und Herr Professor Iffenthaler hat uns zugesagt, dass er einige Fragen im Nachgang auch noch uns schriftlich beantworten kann, um dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein Stück weiterkommen. Wir werden Sie dann halt in der Folge in unserer Reihe E-Learning Friday hier auf YouTube veröffentlichen, aber auch auf den anderen Channels, die angeschlossen sind. Was alles dort aufzufinden ist, finden Sie halt im Blog der E-Learning Summit Tour auf elearning-journal.de oder .com, die englischsprachige Fassung. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal in dieser Reihe. Wenn diese Podcast-Reihe gefällt, einfach auf Abonnieren klicken und dann können Sie keine Folge mehr verpassen. Vielen Dank, Herr Professor Iffenthaler. Wir sehen uns dann halt im Herbst live auf der Summit Tour. Dankeschön. Herzlichen Dank, es war mir eine große Freude. Tschüss, machen Sie es gut. Ciao.